man in den ersten Stunden evaluiert muss. Und das beeinflusst natürlich auch die Entscheidung, die dann getroffen werden muss. Und das beantwortet vor allem auch die Qualität der Freisetzung. So also the quality of the releases are determined by the situation reactor. An important thing is really when is the release? Do I have sufficient time to evacuate me before there is a release? Because then that's the most effective one. When I have to evacuate during the release and now I have traffic jams, it's maybe not the best solution because then the exposure will be higher when you're in the outside than if you stay in the building. Weather conditions are very important because if you evacuate everybody, and I will come back to that later, and if you know it's going in one direction, you have different ways to do it. And it has really to be appropriated to do it because all the measures that you take will have harm. So if you do too much, it will have also harm. And it's a little bit reduce the negative effects is the main aim. Also es hängt natürlich ganz viel davon ab, was wird überhaupt rauskommen, wie hoch sind die Freisätze, zum Beispiel wird noch gefiltert werden oder funktionieren die Filter auch nicht mehr, das kann Faktor 10 sein, das ist viel, ne? Faktor 10 kann da Unterschiede sein, wie war der Zustand vom Reaktor, wenn er schon lange im Stillstand war, wird die Zusammensetzung eine andere sein, als wenn er gerade noch gelaufen ist. Der Reaktor. Wann wird es zur Freisetzung kommen? Das sind wichtige Fragen, weil wir müssen ja, wenn wir wissen, wir haben jetzt noch 20 Stunden Zeit, dann kann man anders vorgehen, als wenn wir wissen, in 2 Stunden kommen die ersten Freisetzungen. Das sind wichtige Informationen. Das Wetter ist sehr wichtig, wenn wir eine stabile Windrichtung in eine Richtung haben, macht es keinen Sinn, hinter große Stadt, dann muss man sich da konzentrieren, wo der Wind hin will. Oder wenn es regnet, sieht das die Geschichte ganz anders aus. Und deshalb muss man natürlich diese Maßnahmen, die man ergreift, muss man ein bisschen an der Situation anpassen. Und weil alle Maßnahmen, die man ergreift, haben auch Nebenwirkungen und das alles zu optimieren, das heißt die Nebenwirkungen, die so klein wie möglich zu halten, muss man da ein bisschen anpassen. Es gibt also kaum was im Lehrbuch. Es gibt eine Ausnahme und in Deutschland wird zurzeit diskutiert, viele von Ihnen haben das sicherlich gehört, dass es so eine vereinfachte Art und Weise gibt der Herangehensweise und das diskutieren wir zurzeit in einer europäischen Taskforce, Arbeitsgruppe, die auch relativ Behörden-Chefsniveau läuft und da gibt es quasi für den Fall, dass man wirklich sehr wenige Informationen hat, dass es einen Unfall hat, den niemand auf der Karte hatte, dass man dann Automatismen auslöst. Also das würde dann vielleicht zum Flugzeugabsturz, wo man wirklich keine Informationen mehr herauskriegt, würde dann so eine Art Automatismus ausgelöst werden. Das ist zurzeit in der Diskussion. There is one exception, something that we discussed at the present in Europe is the case when you have an accident which nobody had really on the account and the information is very sparse and you almost do nothing, that you then have a kind of automatic response, predefined what to do. Something like that exists for the fast reactions in all the reactors in Europe, and that's normally very close to the plants, like 1 to 2. Next, bitte. So that means, on the other hand, the conclusion of this is that preparedness is not a response. That's something important to keep in mind. So it's not because you have a 10-kilometer evacuation zone that automatically people will be evacuated to 10 kilometers. It might be more and it might be less. So this is important to keep in mind. Also es wird nicht automatisch die Preparedness, also das, was man vorbereitet, ist nicht automatisch das, was man auch im Notfall macht. Das heißt, wenn man 10 Kilometer Evakuierung geplant hat, wird man nicht automatisch 10 Kilometer evakuieren. Man wird vielleicht mehr machen müssen oder weniger wird reichen. Also, und das hängt auch von den anderen Faktoren ab, wenn es schneit oder nicht. Next, please. Now I will go a little bit into some things. I picked out 3: iodine, prophylaxis, sheltering, and evacuation, a little bit what we are doing in Luxembourg. Maybe some words about the planning in Luxembourg. After Fukushima, we started to work on a new plan. This plan has been ready last year, but then we had got a change in the government, and the old government didn't want to approve it anymore, so now we are back in the slope and want to approve it again. That's why I have a little bit difficulties to speak too much in detail about it, and the slides are even more careful, but I can say a few more words about it, because the first decision was taken that not anymore the Interior and the Health will do it, but that the Ministry of State, the High Protection of National Protection will do it. And so they have to lead, and they can hardly
for the same reasons that Mr. Majerus, so I can hardly speak too much about their work, but I can say a few things more than what I have on the slides. The delay is really pity because there hangs a lot of things on it, because after that we want to have a communication campaign, we want to go to different groups. I think there's something planned to go to Civic Hall, you may know it. I have seen something, maybe it's confidential, I should say. And then we have planned to go to the commissions of the parliament after we meet the ministers Monday week. Also wir haben nach Fukushima angefangen, einen neuen Notfallplan zu erstellen, den abzudecken, den alten. Und wir hatten dann einen Regierungswechsel letztes Jahr, das heißt, der Plan war schon fertig, aber die alte Regierung hat sich dann vor den Wahlen, Politiker sind so, nicht mehr getraut. Und die neue Regierung braucht jetzt wieder ein bisschen Anlauf und wir sind jetzt wieder da, wo wir fast vor einem Jahr schon waren. Und ich habe das Problem, was ich ein bisschen habe, ist, dass auch entschieden wurde, dass die Koordinierung des Unfallplans hat gewechselt. Die ist jetzt im Staatsministerium in einer Behörde, die nationaler Schutz oder sowas heißt, ich finde es stolz schwer zu übersetzen. Und die haben natürlich da, die führen die Hand und deshalb muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, weil bisher war es denen wichtig, dass zunächst einmal die Regierung den Plan vorgestellt kriegt und dann soll es in die einzelnen Gruppen gehen des Parlaments und dann auch für die Gemeinden einzubinden und dann die Bevölkerung einzubinden. Also das ist die Vorgehensweise. Man hätte es auch anders machen können, aber da steckt man nicht immer drin. Also das ist ein bisschen, aber das Positive daran ist, wir hatten auch 3 größere Übungen, die haben uns sehr geholfen. Also der Plan, der ist heute deutlich solider, als der alte es war. Das kann ich schon mal vorweg schicken, weil wir auch sehr viel mehr in die Tiefe geplant haben. Vorher stand das alles ein bisschen hoch, große Prinzipien, aber im Detail war es ein bisschen schwach und das hat sich verbessert. Das wird nicht jedem gefallen, aber das hat sich verbessert. Okay, fast English. So we have also made use of some exercises that we made, and this went into the new plan. We even played one of the exercises with the new plan already, and it was improved further on that. And I think the new plan that we have now is more solid than the old one we had. It goes more into details, more detailed planning. Not everybody will like it, obviously, but it's better than the old one. This I'm sure about. Next one. Okay, next one. Okay, the first one is an iodine prophylaxis. So this is something which is really easy to make. It's cheap. I think a blister costs 30 cents. You can easily give it to everybody. And it only protects against radioactive iodine, so it's not for every accident where you can use it. And the correct moment of intake is important. So let's say 12 hours before the release, before the exposure, you need to get it in. Afterwards, it drops rapidly in efficiency. And so this is something which has to be fine-tuned as a measure. And the other advantage is it has relatively few serious side effects. So if you give to 1 million people iodine prophylaxis, you may have 5 people with serious problems, even some casualties. But on the other hand, in Chernobyl, you have a few thousand thyroid cancers now, so there I think it's worthwhile to do it, in particular for children and for young people. People in this room maybe. No. Seriously, I mean, over 40, 45, there's no positive effect. Das sieht manchmal älter aus. 40, 45. Jod ist eine relativ einfache Maßnahme, es ist auch relativ billig, 30 Cent pro Blister, das sollte ein Gesundheit wert sein. Es hilft aber nur gegen das radioaktive Jod, was bei Reaktoren aber immer freigesetzt wird. Wenn man jetzt einen anderen Notfall hat, vielleicht nicht, aber bei Kernkraftwerken ist das immer der Fall. Aber der richtige Zeitpunkt ist sehr wichtig. Also man muss wirklich die 12 Stunden vorher muss man treffen, bevor es zu einer Freisetzung kommt. Sonst sitzt das radioaktive Jod schon auf der Schilddrüse und das andere wird einfach durchgespült. Und man ist zu spät. Also wirklich, man muss es vorher tun. Manchmal wird auch gefordert, wir wollen zuerst ein Messergebnis sehen, aber dann ist es wirklich zu spät. Also man muss es vorher nehmen. Und es hat einen Vorteil, dass es relativ wenige ernsthafte Nebenwirkungen hat. Also bei 1 Million Leuten, die es nehmen, kann es bei 5 Leuten vielleicht wirklich ernsthaft ein bisschen zu tödlichen Konsequenzen kommen. Im Gegenzug hat man bei Tschernobyl einige tausend heute mit Schilddrüsenkrebs, die nachgewiesen sind, auch bei konservativen Nachweisen. Also das ist dann schon
eine gute Maßnahme, aber halt nur bei den bis 40, 45-Jährigen. Das hat schon lachenden Mundes gesagt, hier braucht es eigentlich niemanden mehr. Ja, das ist mein Alter, wir sind so gerade an der Grenze, weil vielleicht ein paar andere. Patricia auch noch und Brigitte vielleicht. Bei den Damen. Aber Tschernobyl hat gezeigt, wirklich die Kinder brauchen es. Also da hat es wirklich Effekt und darüber wird es die Schilddrüse ist den Schwamm, das Jod aus den Pillen setzt sich da drin in den Schwamm und das Radioaktive geht einfach durch den Körper durch. Anders setzt sich das Radioaktive auf die Schilddrüse drauf und strahlt die ganze Zeit, bis man mit ein bisschen Pech Krebs entwickelt. Also the functioning is that this pills, this iodine saturates the thyroid, is like a swarm, and it's in there, and then radioactive, you breathe it in, it goes through the body and goes out again. And this harms a lot less. Otherwise it sits there for days and it's radiating the thyroid and you get a thyroid cancer with a certain probability. So what we have stated for planning over the last years is that we have stockpiles from 10 to 25 kilometers. Sometimes the French have at their homes pre-distribution of the 10 and above nothing. In Germany similar. And then we have made something because what I said, the children are important, so we have in all the schools all over the country and we have pre-distributed when you're newborn. It's a little bit tricky because you're so happy to have a baby, you have the first thing you get is iodine. So this is a bit of a sad approach, but that's why the hospital stopped for some time, but when we restarted this, so the use of it. We have now also some ideas to still improve that, but this I would not like to announce here today, but there are some thinkings about it. You can even almost imagine what it is, but I will not say that. Also, was wir bisher hatten, ist wirklich, dass wir relativ viel eigentlich Jod hatten. Wir haben bis 25 Kilometer, also 10 bis 25 Kilometer ist ja unser Gebiet. Haben wir in allen Gemeinden Jod, das dann schnell verteilt werden soll. Und wir hatten in den Schulen und auch an die Neugeborenen haben wir Jod verteilt, weil wir gemerkt haben nach Tschernobyl, dass gerade die Kinder besonderen Schutz bedürfen. Und wir haben das ist ein kleines psychologisches Problem, dass wenn man gerade sein Neugeborenes in der Hand hält und kriegt als erstes so eine Jodtablette, das hat auch die Krankenhäuser für eine Zeit dazu bewogen, damit aufzuhören. Wir haben das also vor 2-3 Jahren wieder überzeugt gekriegt, also schon vor Fukushima haben wir sie wieder überzeugt, die machen wieder alle mit. Also bei meinem zweiten Kind habe ich sie gekriegt, beim ersten nicht. Und wir sind mit dem neuen Plan haben wir auch Überlegungen, das noch zu verbessern. Das werde ich jetzt nicht ankündigen, was es ist, aber man kann sich vielleicht denken, sonst kriege ich nachher, bevor wir das unserer Regierung unterbreiten und die vielleicht sagen, es ist zu teuer oder so, aber 30 Cent muss ein Geld. Das nächste Jahr. Sheltering is the other thing which is relatively easy and fast to implement, and is also in our country relatively effective because most houses are relatively solid built. So inside the houses you get really a lot less exposure, up to maybe a factor of 10. When your house is very solid, you stay in the middle, you have no ventilation, you can switch it off, etc. But it's limited to a maximum of 48 hours from radiation protection, but not because you don't have food in the fridge, but also slowly radiation comes into the houses, and after a certain time, radiation is going up into the house, so it's limited in time. It's something also which one should do and also follow before maybe one is evacuated, because standing outside and waiting under the release to be evacuated, maybe better stay inside and find to make it at the correct moment. And mostly it's very easy, you just tell the population please stay inside, so it's relatively easy, but there are some problems and particular arrangements that you need to make for special institutions like hospitals. They need to arrange that the medical staff is there. You have also older people who are alone, who need some assistance, some help from outside. There are some tricky questions around, but for the rest it's relatively easy to make, and it's fairly effective. Also das Verbleiben im Haus ist eine Maßnahme, das relativ einfach ist und schnell. Man muss nur der Bevölkerung sagen, mit dem Haus verbleiben. Auch in Luxemburg ist es relativ